Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste TV, meine lieben YouTube-Abonnenten. Ich bin hier im Motorland Aragon. Unter mir könnt ihr es jetzt sehen, Black Beauty, die Kawasaki Ninja ZX10 Top-Layer im Modelljahrgang 2017. Die bin ich gerade gefahren. Und das Highlight des Tages war mir natürlich auch Teufelsritt im Sattel von der aktuellen Superbike-WM-Maschine, vom Siegerbike, vom Champion-Bike von Johnny Rea. Auch die durfte ich fahren und das war nicht ohne, weil die Rahmenbedingungen waren knallhart. 10 Journalisten, ein Bike, wer crasht, ist der Arsch der Truppe, wäre natürlich heftig gewesen. Bleibt dran, wird ganz ein spannendes Video hier. Warum gibt es eine neue ZX10 Top-Layer? Gute Frage. Kawasaki ist ja sehr erfolgreich gewesen, dieses Jahr, aber auch letztes Jahr in der Superbike-WM. Und einer der Gründe, warum man dieses Motorrad hier gemacht hat, sind sicherlich die Wünsche vom Kawasaki Racing Team. Das Kawasaki Racing Team hat ein paar Änderungswünsche gehabt am Motorrad, damit man auch in der nächsten Saison wieder vorne ist. Und das sind, ein paar Details, um die Maschine siegfähig zu halten, um sie einfacher tunen zu können. Zum Beispiel ein stabileres Kurbelgehäuse haben wir jetzt drinnen, oben einen größeren Zylinderkopfdeckel, dass man bessere Tuning-Nockenwellen einbauen kann. Das sind so kleine Details, die aber das Leben der Tuner erleichtern und für uns einfach im Alltag die Maschine standfester machen. Und on top kommen auch so DLC-beschichtete Tassel, Stößel und neue Nockenwellen und so Sachen. Und Kawasaki hat das natürlich auch gleich genutzt, das neue Bike, den neuen Modelljahrgang, um aufzuwerten, dass man auch 2017 absolut konkurrenzfähig ist, auch in Sachen Package. Neue Mitbewerber kommen ja am Markt. Und wir Endkunden können uns jetzt erfreuen. Wir haben jetzt vorne drinnen neue Felgen, hinten neue Felgen, Marchesini Schmiederäder, super leicht. Das ist natürlich das wichtigste Gute hier mit dran. Endlich mit dabei, hier gleich vor mir, der Quickshifter mit Blipper-Funktion, geile Geschichte. Und man isst ja auch mit dem Auge oder man fährt auch mit dem Auge, so kleine RR-Logo-Schriftzüge haben wir überall mit drauf. Also insgesamt wird die Top-Layer ein bisschen hochwertiger und ich durfte sie heute fahren. Wie fährt sie? Jetzt muss ich mal gestehen, muss ich noch eins ausholen. Das ist natürlich kein Serienmotorrad, also keine Serien-Top-Layer, sondern endlich mal durften wir das Motorrad so fahren, wie sie wirklich dann auch in der Praxis bewegt wird, wie sie vermutlich 80% oder ich glaube schon 80% der Endkunden dann auch umbauen werden, nämlich wirklich fertig für die Rennstrecke. Ihr seht es ja schon, Akrapovic Komplettanlage, Kit ECU drauf, Fahrwerk sauber eingestellt. Er hat sie zum Beispiel, also der Janik von Kawasaki Europe hat sie vorne etwas weicher gemacht, hinten etwas härter und ein bisschen höher gestellt. Der Gabelkopfwinkel ist steiler um einen halben Grad. Also alles diese feinen Setup-Dinge, die man halt macht, wenn man damit auf die Rennstrecke geht. Und was natürlich super wichtig ist, damit die Maschine richtig zeigt, was in ihr steckt, ist ein anständiges Mapping ohne Homologationsbürde, also dass die ganze Power richtig rausbrennen kann aus dem Auspuff hinten raus. Und so hat man einfach ein Fahrzeug jetzt da, wo ich sage, ja, das ist wirklich fertig fürs Rennfahren, aber immer noch wirklich mit der Original-Hardware, also noch keine Motorteile neu drinnen, noch keine anderen Fahrwerksteile drin. Und da war ich aber sehr begeistert bei der Ausfahrt. Muss ich wirklich sagen, ich kannte das Vorgängermodell, ich kannte auch Rennmotorräder, die am Vorgängermodell aufbauen, also auf der Standard ZX10R 2016 und hat mir alles getaugt. Am Kurveneingang war es ein bisschen schwer für mich, mit der Vorgängermaschine die Linie zu halten. Sie hat immer ein bisschen nach außen geschoben und da hat Kawasaki und die Setup-Partie hier von Kawasaki Deutschland, Kawasaki Europe, ganz grandioses Setup hingezaubert. Die Maschine fällt irrsinnig leicht in den Radius, sehr homogen trotzdem, nicht kippelig, nicht radikal, hält die Linie beinhart, Brettel eben. Also ich muss sagen, im Cornering für mich die neue Cornering-Rakete, die ZX10 Top-Layer. Auf Platz 1 bisher für mich die Aprilia, aber mit den kleinen Änderungen und vor allem natürlich
wahrscheinlich aufgrund dieser leichten, geilen Schmiederäder jetzt für mich die neue Cornering-Rakete, die ZX-10 Doppler. Fährt wirklich leimend am Kurveneingang. Und nachher beim Rausbeschleunigen war es natürlich geil, dass man ein anständiges Mapping drin hat. So hat man wirklich ein schönes Ansprechverhalten gehabt, hat aber auch das Drehmoment aus dem mittleren Drehzahlbereich nutzen können. Ich bin ja nicht so der Top-Fahrer, ich fahre zwar sehr lange und sehr gerne, aber bin natürlich kein Rennfahrer. Das heißt, ich fahre sie auch oft ein bisschen in zu tiefen Drehzahlregionen und da hilft mir das natürlich sehr, dass man mit dem anständigen Mappen auch im mittleren Drehzahlbereich einen schönen Durchzug hat. Das war natürlich geil, es hat super funktioniert. War wirklich gut und ich muss sagen, sowieso für mich Standard und ähnlich drin, blieb er rauf, runter, funktioniert super hier bei Kawasaki, also endlich mit dabei. Also kann ich sagen, das ist ein Motorrad, wo man auf einer Basis aufbaut, die aktuelle Weltmeistertruppe verwendet, wo sehr, sehr viel Entwicklungserfahrung drinsteckt, wo man im Prinzip auch nicht die Katze im Sack kauft. Da ist nicht alles komplett neu, das baut auf einem erfolgreichen Motorrad auf. Es ist irrsinnig viel Testarbeit gemacht worden mit dem Motorrad. Kawasaki ist ja extrem erfolgreich quasi in dem seriennahen, halbwegs seriennahen Superbike-WM-Rennsport. Das heißt, man hat hier ein Fahrzeug, wo man mit einfach mit ziemlich großer Sicherheit aufs richtige Pferd setzt, weil das nichts radikal Neues ist. Sie ist sie ist ab März in Deutschland, Österreich, Schweiz verfügbar. Kittel dazu kaufen, loslegen und man weiß im Prinzip vom ersten Tag an, was man für sein Geld kriegt. Die neuen Mitbewerber, die reinkommen, stehe ich auch ganz schwer drauf. Fireblade, GSX-R, müssen wir erst schauen. Das sind sicher auch ganz, ganz tolle Sachen. Aber da gibt es noch keine Erfahrung. Da wird man vor allem in der ersten Saisonhälfte bei den Track Days noch ein bisschen Stress haben. Da hat man es halt ein bisschen stressfreier. Sie ist jetzt optisch nichts radikal Neues. Ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, wenn da andere halt neuer wirken. Aber es ist was Risikoloses, was gut funktioniert und einfach ganz, ganz gut fährt. Ja, und jetzt natürlich zum Highlight des Tages, Testfahrt mit der WM-Maschine. Wie war das? Ich muss sagen, ein bisschen Angst habe ich gekriegt, wie Sie gesagt haben. Ich habe jetzt hier um einen halben Grad steileren Lenkkopfwinkel auf der Maschine, es hat ja gut funktioniert. Auf der Siegermaschine von Johnny Weir sind dann nochmal 3 Grad mehr steilerer Lenkkopfwinkel, dafür aber ein bisschen eine längere Schwinge, also das hat sich für mich schon ganz, ganz mörderisch angehört. Und dann natürlich noch die paar PS extra drauf. Und natürlich 250.000 Euro kostet die Maschine auch. Habe ich natürlich ein bisschen Furcht gehabt. Es war dann so, dass natürlich, oder nicht natürlich, aber zum Glück, und der Fortschritt ist ja vorangegangen, das Ansprechverhalten vom Motor wirklich, wirklich gut war. Ja, und wir sind ja hier insgesamt mit 2 Motorrädern unterwegs gewesen, mit der Doppel-R und mit der WM-Maschine von Johnny Weir. Und sind wir halt hier im Fahrerlager gesessen, haben den Sound draußen gelauscht und da hat sich das schon sehr, sehr räudig angehört. Liegt daran, dass die Drosselklappen nicht alle 4 auf einmal angesprochen werden bei der WM-Maschine, sondern paarweise. Und da kriegt man ganz einen merkwürdigen, aber räudigen und geilen Motorsound zustande. Und da bin ich ein bisschen mit Angst in die erste Runde gegangen, aber es war erstaunlich viel besser als bei früheren Rennmotorrädern. Man konnte es ja auch jetzt quasi bei der ersten Runde ordentlich um den Kurs tragen, hat im mittleren Drehzahlbereich schön fahren können, war angenehm. Und Vollgas gegeben habe ich selbstverständlich nur auf der Geraden, ich glaube einmal so am Ende einer Kurve. Und auch da muss ich sagen, es war kräfteschonender als so manch schlecht gemachtes Tuningbike, das ich gefahren bin. Also ich muss sagen, ich habe mit dem Motorrad schneller ein bisschen was damit anstellen können, als mit so manchen Rennmotorrad auf nationaler Ebene, obwohl die hier deutlich mehr Leistung gehabt hat. Was dann schon sehr, sehr heftig war, ist das Einlenkverhalten in den Radius hinein. Wenn man die Linie vergeigt hat, habe ich einmal nachdrücken müssen und habe einen Impuls am Lenker gegeben. Also das war dann sehr radikal, da wäre ich fast in den Radius hineingefahren, ins Kiesen, muss man mal zusammenbringen. Also das war schon heftig. Das Fahrzeug war zwar einigermaßen stabil, man hat gemerkt, es ist nervös, aber es war einigermaßen stabil. Aber wenn man hier zu viele Impulse am sehr breiten Lenker gegeben hat, das war echt heftig und das war eigentlich für mich hier die größte Nummer. Zusätzlich dazu noch, Johnny Weir ist ja 10 cm kleiner als ich, es war alles ein bisschen kompakt.
aber positiv überrascht. Ansprechverhalten, top, Fahrverhalten wirklich im Rahmen. Und geil natürlich ist, ja, wie soll ich sagen, einfach dieses feine Feeling für fürs Fahrwerk und auch für den Motor. Das ist halt ja einfach die feinsten Teile hier mit drinnen. War ein schönes Erlebnis und hat mir auch gezeigt, ja, was man aus der Maschine irgendwie machen kann, auch wenn es nicht ansatzweise ausfahren haben können. Und für mich so das Interessante hier bei den Gesprächen mit den Leuten in der Boxengasse war, ja, sie haben ja zwei WM-Fahrer, die beide siegfähig sind, Tom Sykes und Johnny Rea. Und ich finde es toll, dass sie haben beide einen komplett unterschiedlichen Fahrstil, habe ich hier gehört bei den Gesprächen mit den Mechanikern. Und trotzdem können beide mit dem gleichen Basismotorrad siegen. Also sie haben mit einem Basismotorrad in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt. Das finde ich das Faszinierende und das zeichnet das Motorrad auch aus, dass man damit eine Basis hat, wo man in wirklich komplett unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und das zeigt man dann auch, dass das grundsätzlich von der Chassisgeometrie nicht verkehrt sein kann, wenn sie alle Fahrstile bedienen kann. Das ist sicher auch ein ganz tolles Prädikat. Ein Beispiel, der Data Recording-Spezialist hat mir gesagt, in manchen Kurvensektionen ist der Jonathan Rea 15 bis 20 km/h schneller am Scheitel als der Tom Sykes. Tom Sykes fährt sehr stark Stop and Go, John Rea fährt eher einen sehr hohen Kurvenspeed. Und also so unterschiedliche Fahrstile kann die ZX-10R abdecken. Und das war für mich die größte Überraschung oder das Beeindruckendste hier an diesem Tag. Weil ich weiß ja, wie sehr die hier am Limit unterwegs sind, die Kollegen. Ja, alles in allem kann man sagen, 10 Leute hier haben sie fahren dürfen, die ZX-10 Doppler, 10 Leute haben sie fahren dürfen, die WM-Maschine hinter mir in der Box. Der erste Test, glaube ich, weltweit demobilisieren, ist natürlich eine Ehre für mich. Jetzt freut es mich, dass nichts passiert ist. Freut mich auch, wenn Sie immer ein bisschen Feedback gebt, ob euch die Maschine auch optisch so gut gefällt, wie euch der Sound der WM-Maschine gefällt. Und wir sehen uns bei den nächsten Tests der neuen Superbikes in dieser Saison. Wir sehen uns auch bei den Tests wieder von den weiteren Kawasaki-Modellen. Da geht es jetzt echt Schlag auf Schlag bei uns auf 1000 PS. Und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.